Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Das Thema, das ich mit euch besprechen möchte, sind die Arrays. Zunächst zeige ich euch, wie ein Array aufgebaut ist und dann erkläre ich euch, was überhaupt ein Array ist. Arrays. Zunächst benötigen wir einen Datentyp, dann eckige Klammern, ein Array-Name eurer Wahl, New Datentyp, eckige Klammer und die Array-Größe. Um einen Index, einen Wert hinzuzufügen, schreiben wir zunächst einmal den Array-Name, dann den Index und der Wert, wie er heißen soll. Das heißt eine Zahl oder ein String. Alternativ kann man auch ein Array anders schreiben. Ich kopiere das Ganze und füge es unten ein und zeige euch, wie man es noch schreiben kann. Dazu entfernen wir die Array-Größe. Dahinter schreiben wir die geschweiften Klammer. Wert 1, Wert 2 und Wert 3. Statt Wert schreiben wir hier Wertveränderung. Ich habe das hier auskommentiert und hier habe ich für euch zwei einfache Beispiele hinzugefügt. Was überhaupt ist eigentlich ein Array? Ein Array ist ein Datenbehälter, das beinhaltet eine Sammlung von Daten mit dem gleichen Datentyp. Das heißt nichts anderes als, dass wir hier den gleichen Datentyp Integer haben mit der Arraylänge von 3. In Index 0 speichern wir den Wert 6. In Index 1 speichern wir den Wert 12 und in Index 2 den Wert 26. Führen wir das Programm aus, erhalten wir für den Index 2 den Wert 26 auf der Konsole und durch Zahlen.length erhalten wir die Arraylänge. Fügen wir hier ein weiteres Index hinzu, dann erhalten wir eine Fehlermeldung Index out of range exception, weil wir eine Arraylänge von 3 haben und wir hier 4 Werte hinzufügen möchten. Deshalb auch die Fehlermeldung. Ich erkläre euch ganz kurz dieses Array noch. Also wir haben hier ein Array als String mit 4 Werten jeweils stehen, mit der Arraylänge 4. Und wir geben hier den Index 1 aus, dann verändern wir den Wert als Jack und wir geben dann Index 0 und 1 aus und die Länge des Arrays. Führen wir das Programm jetzt aus, dann erhalten wir die zwei Werte und dann den veränderten Wert und die Arraylänge. Ich habe für euch ein Anwendungsbeispiel vorbereitet, das wie folgt funktioniert. Hier müssen wir eine Anzahl eingeben. Wir geben beispielsweise 4 ein. Jetzt müssen wir 4 Werte eingeben auf der Konsole. 7, 3, 5, 2. Die 4 eingegebenen Werte werden zusammen gezählt und durch 4 geteilt. 7 plus 3 sind 10, 15, 17. 17 geteilt durch 4 ergibt einen Durchschnitt von 4,25. Pausiert das Video und überlegt euch die Lösung, wie ihr diese Ausgabe auf der Konsole ausgeben lassen könnt und wie ihr auf diese Lösung kommt. Ich erkläre euch im Schnelldurchlauf, wie ich vorgegangen bin. Ich habe zunächst einmal die Variable Anzahl initialisiert, dann habe ich ein Array gebildet mit der Länge der Anzahleingabe. Dann habe ich 2 Schleifen definiert und zum Schluss eine Konsolenausgabe für den Durchschnitt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.